So, hallo erstmal. Diesmal mit einem etwas anderen Video als sonst. Das ist, glaube ich, sogar, wenn ich mich recht entsinne, das erste Video aus der neuen Wohnung an meinem neuen Schminktisch. Ich muss noch ein bisschen rumschauen, wo genau ich hier am besten filme im Wohnzimmer, aber bisher ist dieser Platz hier eigentlich ganz nett, denke ich. Darum geht es jetzt aber nicht und es kommt auch leider noch keine Roomtour. Heute geht es mal um ein ganz anderes Thema, um das Thema Fashion, aber im negativen Sinne. Ich hatte mir von meinem Nebenjob ein wenig Geld angespart. Ja, nochmal kurz nebenbei als Info. Dieser Nebenjob war eine Übersetzungsarbeit. Relativ gut eigentlich, weil ich das von zu Hause machen konnte, also immer wenn Julie geschlafen hat. Aber leider ist auch die Firma jetzt Opfer der aktuellen Situation geworden und kann dementsprechend keinen Übersetzer mehr bezahlen. Das heißt also kein Extrageld und ich bin gerade auf der Suche nach einer Alternative. Aber gut, ich schweife ab. Jedenfalls habe ich mir etwas Geld angespart und dachte mir, boah komm, ich bestelle mir endlich mal wieder ein paar Klamotten. Ich hatte eine Webseite entdeckt gehabt und die Reklame davon ist immer wieder irgendwie beim Browsen halt aufgeploppt. Ich habe einfach mal drauf geklickt, weil auf dieser Reklame nämlich ein Outfit war, was mir ziemlich gut gefallen hat. Und das Schlimme war, dieses Outfit ging mir wochenlang nicht aus dem Kopf. Ich dachte mir, okay, wenn ich in ein paar Tagen nicht mehr dran denke, ist es wurscht, dann brauche ich es nicht. Aber ich habe irgendwie immer wieder dran gedacht und dachte mir, boah komm, jetzt bestelle ich es einfach mal und probiere einfach mal diese Webseite aus. Die kam mir vom Aufbau relativ ähnlich vor wie YesStyle. Ich weiß nicht, ob ihr YesStyle kennt. Das ist eine relativ bekannte und beliebte Seite für Mode aus Asien. Allerdings muss man hier sagen, man kauft ein bisschen die Katze im Sack, beziehungsweise es ist ein Glücksspiel. Die Klamotte kann gut sein, kann aber auch ein Griff ins Klo werden. Also ich habe da einmal bestellt oder sogar zweimal und sagen wir mal so, die Hälfte war gut zu tragen, war auch okay von der Stoffqualität her, aber den Rest konnte man einfach in die Tonne kloppen. Deswegen muss man gerade bei dieser Art von Webseite echt aufpassen, denn das, was man bekommt, sieht meistens nicht so aus wie das Foto online. Und ich dachte mir, hey komm, ein Outfit ist zu wenig, ich kaufe nochmal ein zweites Kleid dazu. Ja, ich habe es bestellt und habe einen relativ schnellen Versand gewählt und es hat echt seine Zeit gedauert. Es war zu der Zeit von Olympia ungefähr und dachte mir, vielleicht liegt es auch daran, dass es so lange dauert. Aber gut, es hat dann halt ein paar Tage gedauert, dann war es endlich da. Ich war an dem Tag nicht zu Hause, mein Mann hat es entgegengenommen. Ich war an dem Tag im Kino. Ach, der Film war toll, kann ich sehr empfehlen. Deshalb habe ich das Paket dann am nächsten Morgen gleich aufgemacht und dachte, ich heule los. Ich zeige euch mal, was ich meine. Ja, das wird kein richtiges Unboxing, weil die Sachen sind schon ausgepackt, aber das ist der Stapel des wohl wahrscheinlich Grauens. Ja, ich zeige es euch mal im Detail am besten. Ich habe die Sachen noch nicht anprobiert, aber ja, ich denke mal, heute ist ein guter Zeitpunkt. Ich habe endlich mal ein bisschen Zeit, das zu tun. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, was ich davon halten soll. Die Sachen sind teilweise so billig und amateurhaft zusammengenäht, muss ich leider sagen. Vor allem bei dem Kragen vom schwarzen Oberteil dachte ich, ganz ehrlich, was ist das? Also damit kann man nicht draußen rumlaufen. Die Stoffwahl ist auch furchtbar. Also ich meine, ich habe im Vorfeld früher auch relativ viele Cosplays bestellt und hatte noch nie so einen schlechten, billigen Stoff wie diese Teile hier. Also es ist wirklich ein Graus. Ich bin wirklich total enttäuscht. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht, dann wenn ich es trage, aber ja, ich weiß echt nicht so recht, was ich davon halten soll. Auch dieser Rock, also ich weiß nicht, also was haben die sich dabei gedacht? Also ich denke mir, die müssen doch
ich meine, man erwartet doch, dass die Leute dann mit den Outfits auch rausgehen und das auch tragen im richtigen Leben. Und dann ist doch nicht mit so einem Plastikmist. Also ja, mir fehlen einfach wirklich die Worte, ganz ehrlich. Das schwarze Kleid sieht auch vom Schnitt her relativ sackmäßig aus. Ich denke mir eventuell, also notfalls kann ich es eventuell noch mit einem Gürtel retten. Ich muss mal gucken. Also auch hier ist der Stoff sehr, sehr dünn, sehr billig gemacht und ja. Ich glaube, der Print ist ähnlich wie auf dem Foto oder sogar identisch. Naja, mal gucken, wie es aussieht, wenn ich es anziehe. Oh je, will ich das wirklich? Though. More better than before. I mean, I cannot wear like this. Sugoi. Nee. So, nochmal am Schluss, ja, die kleine Info. Insgesamt habe ich für die beiden Sachen plus Versand 7.908 Yen bezahlt. Und ich muss sagen, es ist sehr frustrierend und ich werde da nicht nochmal bestellen. Ich könnte mir im Nachhinein so in den Hintern treten, dass ich da doch bestellt habe, weil es gab so ein paar Indizien, die halt wirklich etwas dubios waren. Zum Beispiel war da ständig auf der Homepage so ein Summer Sale, der als Countdown immer runtergelaufen ist. Wenn ich dann nach ein paar Tagen nochmal drauf geschaut habe, war dieser Countdown immer wieder da und lief immer wieder runter und irgendwie war das total merkwürdig. Es war total suspekt. Wenn man nach der Webseite schaut, findet man auch ein paar nicht so begeisterte Rezensionen von Japanern. #Gakiri, also es ist wirklich total enttäuschend. Also keiner war so recht zufrieden mit den Sachen. Ja, ich weiß nicht, ist euch schon mal sowas passiert? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt genau bei der Webseite bestellt habt, aber es könnte vielleicht sein, dass ihr das gleiche vielleicht über YesStyle schon mal erfahren habt. Ich habe auf jeden Fall meine Lektion gelernt. Und ja, ich war eigentlich total frohen Mutes und wollte der Webseite eine Chance geben, aber das war halt ein totaler Schuss in den Ofen. Wie dem auch sei. Wenn euch die Klamotten, ich meine natürlich das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, dann mit besserer Klamotte. Bis dann!